Hallo und willkommen zurück bei Einfach Deutsch, deinem Raum zum Zuhören, Wiederholen, Nachsprechen und Deutsch lernen in einem langsamen, natürlichen Tempo. Ich bin Thomas und ich freue mich, dass du hier bist. In dieser Episode spreche ich langsam. Ich nutze klare, einfache Wörter und ich wiederhole Ideen, damit du mir nachsprechen kannst. Damit du dein Sprechen trainierst und dein Selbstvertrauen Schritt für Schritt aufbaust. Heute sprechen wir darüber, wie du deinen Tag auf Deutsch beschreibst. Nicht nur kurze Sätze, sondern vollständige Ideen. Was machst du morgens? Was passiert am Nachmittag? Wie sieht deine Abendroutine aus? Am Ende dieser Episode kannst du deinen Tag auf Deutsch erzählen, mit klaren und natürlichen Sätzen. Lass uns anfangen. Warum ist es wichtig, deinen Tag auf Deutsch zu beschreiben? Es ist wichtig, weil dein Tag real ist. Es ist etwas, das dir jeden Tag passiert. Du kennst deinen Tag gut. Du musst nicht nach Worten suchen. Du musst nicht über Geschichte, Wissenschaft oder Politik sprechen. Du sprichst nur über dein Leben. Du kannst sagen, wann du aufwachst. Du kannst sagen, was du zum Frühstück isst. Du kannst sagen, ob du zur Arbeit gehst oder zu Hause bleibst. Du kannst sagen, wie du dich fühlst. Müde, beschäftigt, glücklich oder entspannt. Und hier ist das Beste. Wenn du deinen eigenen Tag beschreibst, übst du echtes Deutsch, nützliches Deutsch, Deutsch, das du im echten Leben mit anderen Menschen sprechen kannst. Du musst nicht perfekt sein. Du musst es nur versuchen. Wenn du über deinen Tag sprichst, fängst du an, auf Deutsch zu denken. Du sprichst natürlicher. Du benutzt einfache, vollständige Sätze. Du übersetzt nicht mehr in deinem Kopf. Und du fühlst dich selbstbewusster beim Sprechen. Lass mich dir ein Beispiel geben. Stell dir vor, du triffst jemanden Neues. Die Person fragt dich, was hast du heute gemacht? Wenn du das vorher geübt hast, deinen Tag zu beschreiben, kannst du antworten. Du kannst sagen, ich bin um 7 Uhr aufgewacht. Ich bin zur Arbeit gegangen. Ich habe Kaffee getrunken und E-Mails beantwortet. Am Abend habe ich gekocht und ferngesehen. Das ist eine vollständige Unterhaltung. Das ist echte Kommunikation und das ist dein Ziel. Selbst wenn du allein bist, selbst wenn du nicht im Deutschkurs bist, selbst wenn du schüchtern bist, du kannst trotzdem dein Deutsch üben, indem du über deinen Tag sprichst. Also, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, fang mit etwas Einfachem an. Was habe ich heute gemacht? Wann bin ich aufgewacht? Was habe ich gegessen? Wo bin ich hingegangen? Was habe ich am Abend getan? Das sind gute Fragen. Sie helfen dir, dich an Wortschatz zu erinnern. Sie helfen dir, starke Deutschgewohnheiten aufzubauen. Sie helfen dir, vollständige Sätze zu sprechen, ohne Stress. Du kannst das morgens machen. Du kannst über gestern sprechen. Du kannst das am Abend machen. Du kannst deinen Tag wiederholen. Du kannst dich selbst aufnehmen und später anhören. Der Schlüssel ist, halte es einfach. Benutze das Deutsch, das du schon kennst. Mach dir keine Sorgen um Fehler. Sprich einfach. Und je mehr du übst, desto leichter wird es. Ein Satz heute, 2 Sätze morgen. Eine ganze Geschichte nächste Woche. Heute bauen wir diese Fähigkeit zusammen auf. Schritt für Schritt, Wort für Wort. Ein echter Satz nach dem anderen. Okay, lass uns am Anfang des Tages anfangen. Am Morgen. Der Morgen ist ein sehr wichtiger Teil deines Tages.
Er gibt dir die Stimmung für den ganzen Tag. Er gibt dir Energie. Und er ist ein perfekter Zeitpunkt, um dein Deutsch zu üben und auf Deutsch zu denken. Sogar nur für ein paar Minuten. Jetzt üben wir zusammen einige einfache Morgensätze. Wiederhole jeden Satz langsam. Genau wie beim Nachsprechen. Los geht's! Ich wache normalerweise um 7 Uhr auf. Jetzt du. Manchmal wache ich früher auf, um 6:30 Uhr, wenn ich viel zu tun habe. Wiederhole. Wenn ich zu spät einschlafe, fühle ich mich am nächsten Morgen müde. Gut gemacht. Ich bleibe noch ein paar Minuten im Bett und denke über meinen Tag nach. Sehr gut. Ich atme tief durch und strecke meine Arme und Beine. Hervorragend. Dann setze ich mich langsam auf und stehe aus dem Bett auf. Ich gehe ins Badezimmer und putze mir die Zähne. Ich putze meine Zähne langsam und sorgfältig. 2 Minuten lang. Dann wasche ich mir das Gesicht mit kaltem Wasser. Das hilft mir, wach zu werden. Manchmal dusche ich schnell, besonders wenn ich noch müde bin. Wenn ich dusche, höre ich gerne leise Musik oder ein Deutsch-Audio. Nach der Dusche trockne ich mich ab und ziehe mich an. Ich versuche etwas Sauberes und Bequemes zu tragen. Manchmal trage ich Jeans und ein T-Shirt. Wenn ich ein Meeting oder Unterricht habe, trage ich etwas Formelleres. Dann gehe ich in die Küche und bereite mein Frühstück vor. Ich esse normalerweise etwas Einfaches: Toast, Eier und Obst. Manchmal esse ich Müsli mit Milch und eine Banane. Wenn ich mehr Zeit habe, mache ich ein Omelett oder Haferbrei. Ich esse gerne langsam, damit ich mein Essen genießen kann. Meistens trinke ich morgens Kaffee. Manchmal trinke ich grünen Tee. Er schmeckt frisch und leicht. Während ich esse, schaue ich manchmal ein kurzes Video oder lese die Nachrichten. An anderen Tagen genieße ich einfach die Ruhe und höre den Vögeln zu. Bevor ich das Haus verlasse, schaue ich auf mein Handy. Ich checke die Uhrzeit und lese meine Nachrichten. Ich schaue in meinen Kalender. Habe ich Meetings oder Termine? Ich packe meinen Rucksack mit allem, was ich brauche. Mein Handy, Notizbuch, Schlüssel und eine Wasserflasche. Dann ziehe ich meine Schuhe an und verlasse das Haus. Okay, jetzt erzähle ich dir eine kurze Geschichte über meinen Morgen. In diesem Teil kannst du zuhören und jeden Satz nachsprechen. Du kannst nach jedem Satz pausieren und ihn langsam wiederholen. Bist du bereit?
Los geht's! Am Morgen wache ich normalerweise um ungefähr 7 Uhr auf. Manchmal wache ich früher auf, wenn ich viel zu tun habe. Ich bleibe noch ein paar Minuten im Bett und denke über den kommenden Tag nach. Ich strecke meine Arme, gähne ein bisschen und stehe dann langsam auf. Dann gehe ich ins Badezimmer und putze mir die Zähne. 2 volle Minuten lang. Danach wasche ich mir das Gesicht mit kaltem Wasser. Das hilft mir wirklich, wach zu werden. Wenn ich mich noch müde fühle, nehme ich eine warme Dusche. Ich höre oft entspannende Musik, während ich dusche. Das hilft mir, mich ruhiger und konzentrierter zu fühlen. Nach der Dusche ziehe ich saubere Kleidung an und schaue in den Spiegel. Dann gehe ich in die Küche und beginne, mein Frühstück zu machen. Ich esse normalerweise 2 Scheiben Toast mit Butter und Marmelade. Manchmal esse ich auch ein gekochtes Ei. Ich trinke eine große Tasse Kaffee. Das ist sehr wichtig für mich. Am Morgen, während ich esse, sitze ich am Fenster und schaue nach draußen. Manchmal höre ich Vögel singen und genieße diesen ruhigen Moment. Bevor ich das Haus verlasse, schaue ich auf mein Handy. Ich checke die Uhrzeit, meine To-Do-Liste und meinen Plan für den Tag. Dann bereite ich meinen Rucksack vor. Ich stelle sicher, dass ich alles habe. Mein Handy, meine Geldbörse, mein Notizbuch und manchmal einen Snack. Schließlich ziehe ich meine Jacke und Schuhe an, öffne die Tür und gehe nach draußen, um meinen Tag zu beginnen. Jetzt bist du dran. Du kannst diese Episode kurz pausieren. Versuche, über deinen Morgen zu sprechen, genau wie ich. Was machst du normalerweise morgens? Wann wachst du auf? Was isst du zum Frühstück? Benutze kurze Sätze. Es ist okay, wenn es nur 3 oder 4 Sätze sind. Das Ziel ist nicht, perfekt zu sein. Das Ziel ist, zu sprechen. Hier sind ein paar Satzanfänge, die dir helfen. Ich wache normalerweise um Uhr auf. Zum Frühstück esse ich, bevor ich das Haus verlasse. Mein Morgen ist kurz, lang, stressig, ruhig. Gut gemacht, wenn du das versucht hast. Der Nachmittag ist sehr wichtig. Das ist die Mitte des Tages. Viele Menschen sind am Nachmittag beschäftigt. Manche gehen zur Arbeit, manche gehen zur Schule oder Universität. Manche bleiben zu Hause und kümmern sich um das Haus oder die Familie. Was du auch machst, der Nachmittag ist eine gute Zeit, um Deutsch zu üben. Selbst wenn du beschäftigt bist, kannst du Deutsch sprechen. Du kannst zuhören, du kannst wiederholen, du kannst üben, sogar nur für 5 oder 10 Minuten. Lass uns einige gebräuchliche Sätze zusammen lernen. Versuche, langsam und klar nach mir zu wiederholen. Nach dem Mittagessen gehe ich zurück zur Arbeit. Manchmal fühle ich mich ein bisschen müde nach dem Essen. Ich checke meine E-Mails und beantworte zuerst die wichtigen. Ich lese oft Nachrichten von Kollegen oder Klassenkameraden. Ich habe normalerweise 1 oder 2 Meetings am Nachmittag. Manchmal treffe ich einen Klienten oder meinen Chef, um über Aufgaben zu sprechen. Wenn ich zu Hause arbeite, sitze ich an meinem Schreibtisch und öffne meinen Computer.
Ich schreibe Berichte oder bereite Präsentationen vor. Ich schaue auch in meinen Kalender. Was muss ich als nächstes tun? Ich halte meinen Schreibtisch gerne sauber und organisiert. Das hilft mir, klarer zu denken. Ich mache normalerweise um 15 Uhr eine kurze Pause. Ich mache mir eine Tasse Tee oder trinke Wasser. Manchmal esse ich einen kleinen Snack, Obst oder einen Keks. Wenn ich Zeit habe, mache ich einen kurzen Spaziergang und atme frische Luft. Sogar 10 Minuten draußen helfen mir, mich besser zu fühlen. Wenn das Wetter schön ist, gehe ich um den Block oder sitze in der Sonne. Wenn ich am Nachmittag freie Zeit habe, lerne ich Deutsch. Manchmal höre ich einen Podcast, während ich spaziere. Ein anderes Mal lese ich einen kurzen Artikel oder eine Geschichte online. Ich schaue auch langsame Deutschvideos, um mein Hörverständnis zu verbessern. Ich wiederhole kurze Sätze laut, um mein Sprechen zu üben. Nachsprechen hilft mir, flüssiger und klarer zu sprechen. Bevor ich die Arbeit beende, schreibe ich auf, was ich getan habe. Das hilft mir, organisiert und bereit für den nächsten Tag zu sein. Manchmal schreibe ich ein neues Wort auf, das ich heute gelernt habe. Ich schaue gerne in mein Deutschnotizbuch, bevor ich aufhöre. Ich erzähle dir jetzt eine Geschichte über meinen Nachmittag. Du kannst zuhören, pausieren und nach mir wiederholen. Versuche, meinen Rhythmus und meinen Ton zu kopieren. Das ist eine tolle Methode zum Nachsprechen und Lernen. Nach dem Mittagessen gehe ich normalerweise an meinen Schreibtisch zurück, um weiterzuarbeiten. Ich checke meine E-Mails und schreibe eine To-Do-Liste für den Nachmittag. Ich habe oft ein Videomeeting mit meinem Team. Wir sprechen darüber, was wir am Morgen fertig gemacht haben und was wir als nächstes tun werden. Die Meetings sind normalerweise kurz, ungefähr 30 Minuten. Nach dem Meeting mache ich eine kurze Pause. Ich gehe in die Küche und mache mir eine Tasse Tee oder schwarzen Kaffee. Ich trinke langsam, während ich am Fenster stehe. Manchmal gehe ich nach draußen und atme frische Luft. Wenn ich freie Zeit habe, nutze ich sie zum Deutschlernen. Ich höre normalerweise einen Podcast wie diesen hier. Oder ich lese eine kurze Geschichte. Manchmal schaue ich ein Video, in dem der Sprecher langsam redet. Ich pausiere das Video und wiederhole die Sätze. Das ist Nachsprechen. Es hilft mir, natürlicher zu sprechen und besser zu verstehen. Bevor ich die Arbeit für den Tag beende, schreibe ich eine kurze Zusammenfassung von dem, was ich getan habe. Ich schreibe auch einen Satz auf Deutsch, um zu beschreiben, wie ich mich fühle. Zum Beispiel: Ich habe heute alle meine Arbeit fertig gemacht und fühle mich stolz. Oder: Ich habe heute nicht viel Deutsch gelernt,
aber ich versuche es morgen wieder. Das hilft mir nachzudenken und motiviert zu bleiben. Jetzt bist du dran. Du kannst diese Episode kurz pausieren. Versuche über deinen Nachmittag zu sprechen, wie ich es getan habe. Was machst du normalerweise nach dem Mittagessen? Gehst du zur Arbeit? Gehst du zur Schule? Bleibst du zu Hause und ruhst dich aus oder lernst du? Nutze kurze Sätze. Es ist okay, wenn es nur 3 oder 4 Sätze sind. Das Ziel ist zu sprechen, nicht perfekt zu sein. Hier sind Satzanfänge, die dir helfen. Nach dem Mittagessen. Am Nachmittag arbeite ich. Ich mache eine Pause am liebsten. Ich am Nachmittag. Großartig, wenn du das versucht hast. Der Abend ist eine besondere Zeit. Es ist Zeit zum Entspannen. Es ist Zeit, um über deinen Tag nachzudenken. Der Abend ist perfekt zum Wiederholen und Reflektieren. Lass uns einige nützliche Sätze zusammen wiederholen. Ich komme um 18 Uhr nach Hause. Ich ziehe meine Schuhe aus und setze mich ein paar Minuten hin, um auszuruhen. Ich schaue manchmal die Nachrichten oder höre Musik zum Entspannen. Ich koche Abendessen oder bestelle Essen, wenn ich müde bin. Ich esse zu Abend am Tisch mit meiner Familie. Wir sprechen über unseren Tag und teilen Geschichten. Nach dem Abendessen räume ich die Küche auf und wasche die Teller. Manchmal gehe ich nach dem Abendessen noch einen kurzen Spaziergang. Bevor ich ins Bett gehe, lese ich ein Buch oder höre beruhigende Musik. Ich dusche und putze mir die Zähne. Ich gehe um 22:30 Uhr oder 23 Uhr ins Bett. Jetzt erzähle ich dir eine Geschichte über meinen Abend. Höre zu, pausiere und wiederhole nach mir. Das ist eine tolle Methode zum Nachsprechen und zum Deutschlernen. Wenn ich nach Hause komme, bin ich normalerweise ein bisschen müde. Ich ziehe meine Schuhe aus und setze mich hin, um auszuruhen. Ich schaue die Nachrichten oder höre entspannende Musik für 15 oder 20 Minuten. Dann bereite ich das Abendessen vor. Manchmal koche ich etwas Einfaches wie Spaghetti mit Tomatensauce und Salat. Ein anderes Mal bestelle ich Essen, wenn ich nicht kochen möchte. Meine Familie und ich essen zusammen am Tisch. Wir sprechen über unsere Tage und teilen lustige oder wichtige Geschichten. Nach dem Abendessen räume ich die Küche auf und wasche die Teller. Das dauert normalerweise 10 oder 15 Minuten. Dann habe ich etwas Zeit zum Entspannen. Manchmal lese ich ein Buch. Manchmal schaue ich eine Serie oder einen Film. Manchmal arbeite ich noch ein bisschen an meinen Deutschprojekten. Eine Stunde vor dem Schlafengehen höre ich beruhigende Musik oder ein Hörbuch. Das hilft mir zu entspannen. Ich dusche oder nehme ein Bad mit warmem Wasser. Das hilft mir auch, mich zu entspannen. Ich putze mir die Zähne und gehe ins Bett. Normalerweise schlafe ich zwischen 22:30 Uhr und 23 Uhr ein.
Bevor ich einschlafe, denke ich über meinen Tag nach. Was war gut? Was war schwer? Was möchte ich morgen besser machen? Du hast jetzt auf Deutsch gehört und nachgesprochen. Du hast neue Wörter gelernt. Du hast ganze Sätze wiederholt. Und am wichtigsten, du hast versucht, Deutsch zu sprechen. Jetzt möchte ich, dass du über deinen ganzen Tag sprichst. So kannst du das tun. Zuerst denke über deinen Tag nach. Wann wachst du auf? Was isst du zum Frühstück? Arbeitest du? Gehst du zur Schule? Was machst du am Nachmittag? Wie sieht dein Abend aus? Was machst du vor dem Schlafengehen? Dann versuche, über einen normalen Tag zu sprechen. Es muss nicht heute sein. Es kann ein typischer Tag sein, ein gewöhnlicher Tag. Schließlich nimm dich selbst mit deinem Handy auf. Höre dir später dein Video an. Du wirst überrascht sein, wie gut dein Deutsch klingt. Großartig! Du hast heute eine ganze Tagesroutine auf Deutsch gehört. Du hast neuen Wortschatz gelernt, du hast ganze Sätze wiederholt und am wichtigsten, du hast versucht, Deutsch zu sprechen. Das ist echter Fortschritt. Du lernst nicht nur Deutsch, du benutzt Deutsch. Du lebst auf Deutsch. Einen Satz nach dem anderen. Baue weiter dein Selbstvertrauen auf. Übe deine tägliche Routine, bis sie sich leicht anfühlt. Bis du sie ohne Fehler sprechen kannst. Bis dein Deutsch automatisch wird. Wie dein echter Tag. Lass mich zusammenfassen, was wir heute gelernt haben. Die Morgenroutine, Aufwachen, Badezimmer, Frühstück, Vorbereitung für den Tag. Die Nachmittagsroutine, Arbeit, Meetings, Pausen, Deutsch lernen. Die Abendroutine, nach Hause kommen, Abendessen, Entspannen, Vorbereitung fürs Bett. Das Wichtigste: Dein eigener Tag ist das beste Material zum Deutschlernen. Er ist real. Er ist relevant. Er ist motivierend. Wenn du das jeden Tag ein kleines bisschen machst, wird dein Deutsch besser. Das verspreche ich dir. Komm zu dieser Episode immer wieder zurück. Höre sie noch einmal an. Sprich nach und jedes einzelne Mal füge mehr zu deiner Geschichte hinzu. Ein Satz heute. 2 Sätze morgen. Eine ganze Geschichte nächste Woche. Das ist einfach Deutsch. Ich bin Thomas. Und ich bin stolz auf deine Anstrengung. Ich bin stolz, dass du heute hier bist. Du machst das super. Bleib dran. Bleib am Sprechen. Bleib am Deutschlernen. Und glaub an dich selbst. Danke, dass du heute mit mir gelernt hast. Das bedeutet mir wirklich viel. Ich hoffe, diese Tipps und Beispiele helfen dir. Schreib mir in die Kommentare. Was war dein Lieblingsteil dieser Episode? War es die Morgenroutine, der Nachmittag, der Abend? Was möchtest du morgen üben? Ich bin Thomas von Einfach Deutsch. Meine Mission ist, dir beim Deutschlernen zu helfen. Mit jeder Episode, mit jedem Video, mit jedem Satz. Bis zum nächsten Mal. Bleib neugierig, bleib stark. Lerne jeden Tag ein bisschen Deutsch und vergiss nicht, du machst das fantastisch. Tschüss, mein Freund. Bis bald.